In einem Ort namens Maplewood Zoo in Amerika gibt es einen alten männlichen Löwen, der sein ganzes Leben hinter kalten Gittern verbracht hat. Es entstand im Geräusch der Besucher, im Lachen, vermischt mit den Schritten vorbeigehend. In einem engen Eisenkäfig kann der Löwe nicht wie seine wilden Brüder frei umherstreifen. Im Laufe der Jahre gewöhnte es sich daran, jeden Tag aufzuwachen und die Welt durch den Eisenrahmen zu betrachten. Seine Augen waren einst scharf, aber die Zeit hat sie erodiert und stumpf gemacht. Die einst so lebendige Vitalität ist allmählich verblasst und hat nur eine ruhige Seele hinterlassen. Anfangs war es bei Touristen sehr beliebt, jeder wollte den majestätischen Löwen, den König des Dschungels, sehen. Mit zunehmendem Alter verlor es jedoch an Attraktivität und die Blitzlichter verschwanden allmählich. Jeden Tag saß er einfach still hinter Gittern und blickte traurig in den fernen Himmel. Die Mitarbeiter des Maplewood Zoos füttern und tränken ihn zwar noch immer, aber das Interesse der Besucher hat deutlich nachgelassen. Oft rennen die Leute am Tiger- oder Panda-Käfig vorbei und lassen den alten Löwen in der Ecke zurück. Irgendwann wurde der Zooleitung klar, dass das Leben des Löwen im Käfig keinen Sinn mehr hatte. Sie beschlossen, es der Natur zurückzugeben, wo es instinktiv hingehörte. Da es jedoch alt war und nicht gut sehen konnte, mussten alle Umzugsvorgänge sorgfältig vorbereitet werden. Durch internationale Naturschutzbeziehungen fanden sie in Afrika eine geeignete Heimat. Es handelt sich um das Serengeti-Reservat, das für seine Artenvielfalt und wilden Landschaften berühmt ist. Die Reise aus Amerika begann ruhig, ohne das Tamtam, das seine Ankunft in Maplewood Zoo Jahre zuvor begleitet hatte. Der Löwe verließ den Zoo auf einem Spezialtransporter, gesichert in einem größeren Käfig. Die Zoomitarbeiter winkten zum Abschied, manche hatten sogar Tränen vor Wehmut in den Augen. Nach einem langen Flug über den Ozean landete der alte Löwe in Afrika, wo er schon immer hingehörte. Das Serengeti-Reservat nahm den männlichen Löwen auf und bereitete einen kleinen sicheren Wald für ihn vor. Hier tauchen kaum andere Wildtiere auf, sodass es seine letzten Tage in Ruhe genießen kann. 2 Mitarbeiter des Naturschutzes namens Samuel und David überwachten diesen Prozess direkt. Sie stellten den Löwenkäfig am Waldrand auf, öffneten die Tür und warteten, bis der Löwe von selbst herauskam. Zunächst war der alte Löwe angesichts der Weite vor ihm zögerlich und schüchtern. Es war an die Enge gewöhnt, und die plötzliche Freiheit verwirrte es. Schließlich stapfte es aus dem Käfig, sein struppiges Fell glänzte im Sonnenlicht. Samuel und David standen in einiger Entfernung und beobachteten besorgt jede seiner Bewegungen. Der alte Löwe hob den Kopf und atmete tief die frische Luft ein, als wolle er den wilden Wald riechen. Diese Szene bewegte alle, die sie miterlebten, als würde man einem König bei der Rückkehr auf seinen Thron zusehen. Doch das Alter hat ihm viel Kraft und Vitalität geraubt. Seine Augen waren nicht mehr scharf, seine Beine nicht mehr schnell und es konnte nicht mehr so rennen wie zuvor. Die ersten 3 Tage vergingen, während der Löwe ständig im kleinen Wald herumtastete und nach Beute suchte. Es versuchte, sich hinter den Bäumen zu verstecken und den Geräuschen der Natur zu lauschen. Doch alle Bemühungen waren vergeblich, denn der Jagdinstinkt ließ nach, und die Augen waren weniger flexibel. Der Hunger wurde stärker, es knurrte leise, schreckte aber kein Tier auf. Am 3. Tag war der alte Löwe fast erschöpft und schleppte sich zum Rand des Sumpfes in der Ecke des Waldes. Seine Augen waren verschwommen, seine Beine zitterten, seine Kehle war trocken, weil er nicht genug Wasser und Nahrung hatte. Es brach am Ufer der Lagune zusammen und sein Körper versank in Erschöpfung und Hunger. Der Wind wehte durch sein Fell und brachte eine leichte Kühle mit sich, aber nicht genug, um ihn aufzuwecken. Der alte Löwe schlief allmählich ein, als hätte er sich seinem Schicksal ergeben. Glücklicherweise liegt dieser Wald in der Nähe des Zentrums des Serengeti-Reservats, das regelmäßig von Mitarbeitern patrouilliert wird. Samuel und David waren auf dem Weg, die Ecken des Waldes zu überprüfen, als sie plötzlich den alten Löwen regungslos vorfanden. Auf den ersten Blick dachten sie, es sei tot, bemerkten jedoch, dass sich sein Brustkorb noch leicht hob und senkte. Als sie näher kamen, sahen sie seinen Körper, der mit Schlamm bedeckt war und dessen Hälfte scheinbar in den Sumpf gesaugt worden war.
Sie überprüften schnell seinen Puls und stellten fest, dass er lediglich erschöpft war, sich aber nicht in einem kritischen Zustand befand. Samuel blieb zurück, um Wache zu halten, während David sofort zum Zentrum zurückkehrte, um einen Abschleppwagen zu rufen und medizinische Ausrüstung zu bringen. Die Zeit drängte, denn wenn der Löwe zu lange im Schlamm blieb, könnte er versinken und nie wieder aufstehen. Der Kran kam mit Kabeln und Spezialausrüstung an. David und Samuel befestigten das Seil schnell und vorsichtig am Körper des Löwen, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Sie hoben den Löwen aus dem Sumpf und brachten ihn sicher an Land. Samuel holte schnell die Medizin und gab ihm eine Spritze, um ihm zu helfen, seine Kräfte wiederherzustellen. David nahm ein nasses Handtuch und wischte nach und nach den Schlamm aus seinem verfilzten Fell. Unter dem Schlamm bestand der Körper des Löwen nur noch aus Haut und Knochen und hatte nicht mehr die einstige Majestät. Als sie diese Szene sahen, konnten die beiden Mitarbeiter nicht anders, als Mitleid mit dem ehemaligen König des Dschungels zu haben. Einige Minuten später begann das Medikament zu wirken und die Atmung des Löwen stabilisierte sich allmählich. Samuel und David zogen sich zurück und gaben ihm Raum, sich zu erholen, ohne sich bedroht zu fühlen. Der alte Löwe öffnete langsam seine Augen und blickte zu den beiden Fremden vor ihm auf. Er versuchte, sich aufzusetzen, zitterte aber immer noch vor anhaltendem Hunger. In den müden Augen schien noch immer ein Funke Lebenslust zu leuchten. Samuel vermutete aufgrund seiner Erfahrung, dass der Löwe seit einem Tag nicht mehr gejagt hatte. Er unterhielt sich kurz mit David und die beiden beschlossen, ihm ein Stück Fleisch mitzubringen. David zog ein Stück frisches Fleisch vom Wagen und legte es vorsichtig vor den Löwen. Der Löwe war zunächst schüchtern und schnüffelte, dann begann er vor schrecklichem Hunger zu reißen. Das Fleisch verschwand schnell und hinterließ verstreute Knochenstücke. Samuel und David standen geduldig in einiger Entfernung und warteten auf die nächste Reaktion. Als er satt war, stieß der alte Löwe ein leises Brüllen aus, als wolle er seinen Dank ausdrücken. Es schüttelte seinen Körper heftig, schüttelte den Schlamm ab, der an seinem Fell klebte, und versuchte, sich wieder wohl zu fühlen. Das Fell war zwar verfilzt, fühlte sich nach der teilweisen Reinigung aber leichter an. Den beiden Mitarbeitern fiel auf, dass der Löwe wieder etwas zu Kräften gekommen war. Der alte Löwe machte langsam noch ein paar Schritte, seine Augen waren noch trüb, aber sein Körper zitterte weniger als zuvor. Es drehte sich um und sah Samuel und David an, sein Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Neugier und Dankbarkeit. Es schien zu verstehen, dass es diese Menschen waren, die es vom Rande von Leben und Tod gerettet hatten. Samuel nickte David zu und signalisierte ihm, dass er gehen sollte, damit der Löwe freikommen konnte. Sie stiegen beide ins Auto, starteten den Motor und beobachteten eine Weile. Der Löwe brüllte plötzlich leise, aber es war keine Warnung, sondern eine Begrüßung. Es drehte sich um und blickte auf die fernen Graslandschaften, wo sich goldenes Sonnenlicht über das Land ausbreitete. Seine Schritte waren noch immer langsam, aber es sah lebendiger aus als damals, als es aus dem Sumpf gehoben wurde. Samuel und David waren erleichtert, als sie sahen, dass sich das Tier etwas erholt hatte, obwohl es immer noch sehr schwach war. Sie wussten, dass der Löwe mehr Zeit und Hilfe brauchen würde, um sich an das Leben in der Wildnis zu gewöhnen. Nach einigen Sekunden der Stille beschloss David, zum Zentrum zurückzukehren, um die Situation im Detail zu melden. Unterwegs besprachen sie die besondere Pflege dieses alten Löwen. Denn beide verstanden, dass es fast seinen gesamten Jagdinstinkt verloren hatte, was es ihm schwer machte, in der Natur vollständig zu überleben. Das Serengeti-Reservat ist jedoch immer noch der beste Ort, um den letzten Atemzug der Freiheit zu genießen. Samuel schlug vor, regelmäßig Futter in die Ecke des Waldes zu bringen, in der sich der alte Löwe aufhielt. David stimmte zu und sagte, dass es notwendig sei, sich mit dem Veterinärteam abzustimmen, um seinen Gesundheitszustand zu überwachen. Sie hoffen, dass der Löwe in den verbleibenden Tagen in seiner wahren Heimat Frieden finden wird. Die Rückreise ins Zentrum erfolgt im hellen und wilden afrikanischen Sonnenuntergang. Jeder Windstoß trug den Duft von trockenem Gras mit sich, den Duft der Freiheit, den der Löwe längst vergessen glaubte.
Und obwohl er nicht mehr so majestätisch ist wie früher, kann der alte Löwe nun endlich seinen Traum von einem natürlichen Zuhause verwirklichen, unter der ruhigen Obhut von Samuel und David im Serengeti-Reservat. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.